Canon EOS R6 III oder Sony Alpha 7 IV. Zwei Hybridkameras, die auf dem Papier fast identisch wirken, in der Praxis aber an entscheidenden Stellen auseinandergehen. Beide sitzen im rund 33 Megapixel Sweet Spot, beide versprechen Top-Autofokus und starkes Video. Heute klären wir, wer liefert wirklich mehr Tempo, mehr Video-Features und den besseren Workflow und vor allem, welche passt zu deinem Alltag. Starten wir mit der Bildqualität. Canon hat bei der R6 III die Auflösung von 24 auf 32,5 Megapixel angehoben. Sony liegt mit 33 Megapixeln gleich auf, setzt aber auf einen Partially Stacked Sensor, der die Auslesegeschwindigkeit verbessern soll. In der Realität bedeutet das, rund 33 Megapixel sind ein sehr guter Sweet Spot. Du hast spürbaren Crop-Spielraum, ohne dass die Dateigrößen explodieren. Die Detailauflösung ist bei beiden Kameras super und wirkt auch sehr ähnlich. Die Unterschiede siehst du eher in der Farbabstimmung und in der Dynamik. Canon tendiert zu etwas wärmeren Tönen, was besonders Hauttöne sehr gefällig erscheinen lässt. Sony liegt ein Tick kühler, was viele als neutraler und echter empfinden. Ein guter Startpunkt, wenn du deinen Look konsequent in der Post definierst. Das heißt übersetzt, wenn du gern mit angenehmen Hauttönen direkt aus der Kamera arbeitest, fühlt sich Canon sofort gut an. Wenn du konsequent graden willst und eine nüchterne Basis liebst, ist Sony etwas dankbarer. Aber was ist deine Erfahrung? Welcher Look gefällt dir persönlich besser? Im Autofokus-Bereich liefern beide absolute Spitzenklasse. Die Alpha 7 V bündelt Sonys beste Autofokus-Algorithmen zum bisher ausgereiftesten Autofokus-System im Sony-Lineup und wirkt im Tracking extrem reaktionsschnell. Canon hängt hier aber auch nicht hinterher, gerade gegenüber der R6 II ist nämlich das System spürbar stabiler, sicherer und schneller geworden. Auch spannend, die R6 III deckt das Bildfeld sehr großzügig ab und bietet, je nach Messfeldlayout, deutlich mehr wählbare Autofokuspunkte als Sony. Das hilft, wenn du den Fokus sehr präzise oder in den Randbereichen platzieren willst. Unterm Strich ist das aber Nörgeln auf hohem Niveau, denn beide Kameras liefern so zuverlässig, dass du die Kaufentscheidung nicht am Autofokus festmachen solltest. Richtig spannend wird's dann beim Thema Geschwindigkeit und Serienbildraten, denn hier trennen sich die Wege. Die Canon R6 III schafft mit elektronischem Verschluss bis zu 40 Bilder pro Sekunde in JPEG und in RAW. Die Sony Alpha 7 V liefert nur bis zu 30 Bilder pro Sekunde in RAW, dafür ohne Qualitätstrade-off, also konsequent mit voller Farbinformation. In der Praxis zählt aber nicht nur die Spitzengeschwindigkeit, sondern auch wie lange du sie halten kannst. Und hier hat Canon einen dicken Trumpf. Der Buffer fasst ungefähr 330 JPEGs am Stück, also fast doppelt so viel wie Sonys etwa 180 JPEGs. Im RAW rücken die beiden dann näher zusammen, aber mit rund 150 unkomprimierten RAWs liegt Canon weiterhin vorne. Ein Gamechanger für verpasste Momente ist die Pre-Capture-Funktion und die gibt's auf beiden Seiten. Canon puffert im Fotomodus 30 Bilder vor dem Auslösen, Sony kontert mit einem doppelt so langen Pre-Capture-Fenster und einer sehr feinen Einstellbarkeit von 0,03 bis zu einer Sekunde. Je nach Bedarf hast du also mit Sony die Wahl, die 30 Bilder voll auszureizen oder ein kürzeres Zeitfenster einzustellen, wenn du deine Speicherkarte nicht zu schnell auffüllen möchtest. Dafür gewinnt Canon hier im Videobereich mit Pre-Recording. Die Kamera zeichnet bis zu 5 Sekunden auf, bevor du wirklich auf Record drückst. Willst du konstante 14-Bit und feines Pre-Capture-Tuning, ist Sony stark. Lebst du von langen Serien, maximalem Burst und dem dickeren Puffer plus Pre-Recording im Video, dann spielt die R6 III hier ihre Stärken aus. Schreib gerne mal unten in die Kommentare, worauf du persönlich Mehrwert legen würdest. Aber lass uns da direkt noch über das Objektivökosystem sprechen. Das Portfolio an Sony FE-Objektiven ist riesig. Knapp 60 native Sony-Linsen und dazu eine dreistellige Zahl an Drittanbieteroptionen. Allerdings gibt es eine sehr wichtige Fußnote. Alle Drittanbieterobjektive sind bei der Alpha 7 V in der Serienbildrate auf 15 Bilder pro Sekunde limitiert. Das soll volle Autofokus-Performance garantieren und fördert nebenbei natürlich Sonys eigene G- und G-Master-Linsen, die genau dafür ausgelegt sind. Das heißt aber am Ende bleiben dir aktuell nur 27 voll kompatible Objektive für die A7 V übrig. Die gesamte Liste haben wir dir in der Videobeschreibung unten verlinkt. Canon verfolgt seit Beginn des RF-Systems eine sehr strenge Politik, was ihren Mount angeht. Aktuell findest du im Vollformat etwas über 40 RF-Objektive und mit dem Adapter sind zusätzlich rund 38 EF-Linsen offiziell voll kompatibel. Für dich heißt das, Canon wirkt sehr aus einem Guss, besonders wenn du bereits EF-Glas besitzt, das du weiter nutzen möchtest. Sony ist bei Spezialbrennweiten und Budgetoptionen breiter aufgestellt, solange 30 Bilder pro Sekunde nicht dein täglicher Standard sind. Kommen wir zum Thema Video und hier wird's für Hybrid-Creator richtig interessant. Das Thema Überhitzung ist bei beiden spürbar entschärft worden. Zwar haben beide keinen aktiven Lüfter, aber eine bessere passive Kühlung. In 4K60 ist Sony häufig eher durch die Akkulaufzeit limitiert, also kommst du oft an die 2-Stunden-Marke, bevor Hitze zum Problem wird. Canons R6-Serie war in der Vergangenheit bei 4K60 früher am Limit, aber die R6 III legt spürbar nach und ist verlässlicher geworden.
Beide liefern 4K bis 60p ohne Crop aus einem hochauflösenden Oversampling. Sprich, sehr sauberes 4K aus rund 7K Sensordaten. Bei Sony kannst du bei 4K 60 eine Blickwinkelpriorität wählen, entweder 7K Downsampling mit leichtem Crop oder 6K Downsampling ohne Crop. Du entscheidest also zwischen dem minimalen detailreicheren Bild und einem konsistenten Bildwinkel über Framerates hinweg. Ach ja, 4K 120p Slow Motion sind mit beiden Kameras auch möglich. Canon hält im Videobereich ein paar Trümpfe, die in großen Projekten echte Workflow-Vorteile bringen. Die R6 III kann intern 7K und auch OpenGate aufzeichnen, also die Aufnahme des vollen Sensorformats. Außerdem bietet sie interne RAW-Optionen. Das ist nichts, was du jeden Tag brauchst, aber wenn du es brauchst, macht es Produktion deutlich einfacher und zukunftssicherer. Ein Take in OpenGate und du schneidest anschließend 16:9 für YouTube-Video und 9:16 für Reels und Shorts. Außerdem ist die Funktion für die Arbeit mit anamorphen Objektiven wichtig. Sony hält diese großen Pro-Features traditionell eher der Cinema-Line vor. Dafür punktet die A7 IV mit richtig angenehmem Run-and-Gun-Handling, eine sehr gute Laufzeit und ein cleveres 4-Achsen-Display, das ungewöhnliche Perspektiven und Vertical Workflow spürbar erleichtert. Aber was ist mit der Bildstabilisation? Auf dem Papier wirkt Canon mit bis zu 8,5 Belichtungsstufen stärker, allerdings in Kombination mit stabilisierten Objektiven und gemessen an 105 mm Brennweite. Sony nennt 7,5 Stufen im Zentrum und 6,5 Stufen am Rand bei 50 mm ohne objektivseitige Stabilisierung. Diese Angaben sind also nicht direkt vergleichbar. Sonys Pluspunkt ist die KI-Integration der dynamisch aktiven Stabilisierung, die anhand des Motivs arbeitet. Werfen wir einen Blick auf die Anschlüsse und Speichermedien. Beide setzen auf große HDMI-Ports, saubere USB-Anbindung für Streaming- und Webcam-Betrieb sowie flexible Audio-Setups. Sony bietet in der Alpha 7 V sogar 2 USB-C-Ports. Das kann sehr nützlich sein, wenn die Kamera beispielsweise mit einem Netzwerkadapter und Dauerstrom gleichzeitig verbunden werden soll. Beim Speicherkartenlayout trennen sich die Philosophien wieder. Die A7 V bietet einen Hybrid-Slot für CF-Express Typ A oder SD. Das ist maximal flexibel, gerade wenn du nicht permanent mit hohen Datenraten filmst und einfach 2 SD-Karten nutzen willst. Die R6 III kombiniert SD mit CF-Express Typ B. Typ B ist im Markt sehr weit verbreitet und bietet noch höhere Schreibgeschwindigkeiten. Ideal, wenn du die maximale Performance im Burst oder hohe Bitraten brauchst. Jetzt zum Akku. Sony nutzt seit Jahren denselben Akkutyp in der Alpha-Serie. Für dich heißt das, wenn du upgradest, bleibt dein Akkupool weiterhin kompatibel. Canon setzt zwar auf die gleiche Bauform, hat aber seit Einführung des R-Systems bereits mehrere Akkugenerationen gebracht, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. Der Akku der R6 II, der LP-E6NH, ist weiterhin kompatibel, allerdings können bestimmte Funktionen eingeschränkt sein, etwa Netzwerk, LCD-Boost, HDR-Assist oder Objektiv-Features. Wenn du die volle Performance der R6 III willst, führt am LP-E6P kaum ein Weg vorbei. Wie lange Sony aber den Akkutyp unverändert fortführt, bleibt abzuwarten. Beim Handling begeistert Sony wie gesagt mit dem neuen 4-Achsen-Display. Für Video, Hochformat-Content und kreative Perspektiven ist das schlicht komfortabler. Canon bleibt beim bewährten seitlich schwenk- und drehbaren Display. Beide bieten volle Touch-Funktionalität inklusive Touch-to-Focus und eine sehr alltagstaugliche Menübedienung. Sony hat die höhere Displayauflösung und ein vertikales Menü, was Hochformat-Workflows angenehmer macht. Am elektronischen Sucher hat sich bei beiden im Vergleich zu den Vorgängern nichts verändert. Beim Body spielt die Ergonomie eine große Rolle. Canon ist bekannt für tiefe, runde Griffe. Mit schwerem Glas vorne dran fühlt sich die R6 III also sehr satt und sicher an. Sony ist über die Jahre wieder griffiger geworden, bleibt aber bei der A7 Formfaktor-Philosophie etwas kompakter und punktet dafür mit vielen anpassbaren Tasten und Rädern. Mehr Individualisierung und ein Tick weniger Masse. Was dir wichtiger ist, entscheidet dein Einsatz. Kommen wir zum Fazit. Und das bitte nicht schwarz-weiß verstehen, sondern als Entscheidungshilfe entlang deines Workflows. Wenn du Speed willst, also Sport, Wildlife, Action, dann entscheidet auf Pre-Capture, Serienbildrate und Buffer darüber, ob du den Moment bekommst oder knapp dran vorbeitriffst. Sony punktet mit flexiblen Pre-Capture-Einstellungen und konsequenten 14-Bit, ist aber bei 30 Bildern pro Sekunde gedeckelt. Canon liefert dir bis zu 40 Bilder pro Sekunde, einen deutlich größeren Buffer und Pre-Capture im Foto plus Pre-Recording im Video. Das ist in der Summe eine sehr starke Action-Ausrichtung, besonders wenn du lange Serien schießt und nicht ständig auf Buffer-Clearing warten willst. Wichtig, falls du viele Drittanbieter-Objektive nutzt, bei Sony sind hohe Serienbildraten mit vielen Linsen limitiert. Das muss man vor dem Kauf auf dem Schirm haben. Wenn Video dein Schwerpunkt ist und du mehr Features willst, auch mit Blick auf größere Projekte in der Zukunft, dann gewinnst du mit Canon an Flexibilität.
7K intern, OpenGate und interne RAW-Optionen machen Workflows einfacher und zukunftssicherer. Sony hält diese Cinema-Features eher zurück, bietet dafür aber die stressfreie Seite des Hybrid-Alltags. Sehr gute Laufzeit, KI-gestützten Weißabgleich und ein Display, das dir am Set hilft. Für viele Run-and-Gun-Creator ist das genau der Sweet Spot. Zuverlässig, unkompliziert und schnell. Denkst du hingegen im System, also Objektive, Zubehör, Medien, dann ist Sony für viele ein Traum wegen der Breite des Marktes, vor allem durch Drittanbieter. Wenn du nicht ständig 30 FPS brauchst, ist das FE-System extrem vielseitig. Canon fühlt sich dafür sehr geschlossen und integriert an. Eine wachsende RF-Auswahl und dazu die EF-Welt per Adapter, die viele ohnehin besitzen. Bei Speicherkarten gilt, Sony ist flexibler durch den Hybrid-Slot, Canon setzt mit CFX Plus Typ B auf maximale Performance und weit verbreitete Karten im oberen Leistungsbereich. Also kurz und knackig, die Canon EOS R6 III ist ideal für Action-, Sport- und Wildlife-Fotografen, für Hybrid-Creator mit Speed-Focus und für alle, die bei Video von OpenGate, 7K und interner RAW-Aufzeichnung profitieren wollen. Die Sony Alpha 7 IV ist perfekt für lange Sessions, Creator, die das Display und Handling bevorzugen und alle, die ein sehr rundes Gesamtpaket suchen. Plus die enorme Objektivvielfalt, sofern 30 Bilder pro Sekunde nicht dein Dauerstandard sein müssen. Am Ende sind beide Kameras starke Werkzeuge. Der beste Tipp ist ganz einfach, denke zuerst an deinen Workflow. Welche Bereiche sind dir besonders wichtig? Action, Video, Events oder Porträts? Wenn du es klar benennen kannst, wird die Entscheidung leichter. Und wenn du immer noch unschlüssig bist, komm einfach in den Store, nimm beide in die Hand, klick dich durchs Menü, montiere deine Lieblingslinse. Nach 5 Minuten spürst du sehr deutlich, welche sich wie deine Kamera anfühlt. Wenn dir diese Gegenüberstellung weitergeholfen hat, lass ein Like da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Und schreib vor allem auch deine Meinung unten in die Kommentare. Unsere Reviews zu den beiden Kameras findet ihr hier. Mehr Details gibt es in unserem ausführlichen Blogbeitrag. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.